I'm strong, I'm powerful, I'm healthy. Also, ich fühle mich total ich könnte Bäume ausreißen. Es ist Wow. unglaublich. Mhm. Das brauche ich nicht mehr. Das musste ich jeden Morgen nehmen, um Wie überhaupt Luft zu bekommen. Und das brauche ich gar nicht mehr, dass ich viel vitaler geworden bin. Und ich bin so gut drauf. Meine Freundinnen sagen schon immer: „Was hast du genommen? Was ist mit dir?“ Ich sage: „Ich habe so ein positives Lebensgefühl, das ist ganz unglaublich.“ Und die Leute haben gesagt: „Du siehst so erfrischend aus und was ist los?“ Ich sage: „Ich mache jetzt eine Stammzellenkur.“ Ach „Was?“ so. Ei Okay, ne, super. Dann können wir anfangen, oder? Ja, gerne. Hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit. Gut. Bist du zu Hause? Ja, Sehr schön. Also dann vielen lieben Dank für deine Zeit danke und auch für eure wir Zeit. können uns gerne duzen, am besten. Okay, Oder möchtest du mit sie doch, weitermachen? doch, schon. Wir duzen uns, genau. Na Ne, klar, so. Und ich sehe, du hast auch das Synthesizer auf der Couch stehen. Ist das richtig? na Genau. klar. Magst du es kurz zeigen? Ja? Ah. Das absolute Wundermittel. Ehrlich. Das freut uns zu hören. Magst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, wie du darüber erfahren hast, über das bioaktive Ja, Mineral? ja, okay. Also, ich bin Susanne Struckmeier. Ich werde dieses Jahr 60, Mhm. und ich bin lungenkrank. Das heißt, ich habe COPD 3 nach Gold und, ich habe eine Freundin und die ist bei Telegram unterwegs und hat mir dann eben halt erzählt: „Guck mal hier und, da ist 'n neues Mittel“, und ich bin da immer ganz Feuer und Flamme für so was, habe auch schon ganz viel ausprobiert. Ja, und bin so auf dieses Synthesit gekommen und habe es dann auch bestellt und, habe mich natürlich erst mal gewundert, so, aber okay. Und dann habe ich die eingenommen und also, da sind 20 Stück drin und ich habe immer 2 genommen, Mhm. also 10 Tage lang, und ich brauche kein Spray mehr. Was für eine Art Spray? Asthmaspray. Asthmaspray, kein Asthmaspray mehr. Ja, Okay. ich kann das mal zeigen. Das ist das hier. Mhm. Das brauche ich nicht mehr. Das musste ich jeden Morgen nehmen, um Wie, überhaupt Luft zu bekommen, und das brauche ich gar nicht mehr. und wie lange hast du die Lungenerkrankung schon? Und wie lange hast du das Asthmaspray immer genommen? Oh, bestimmt, wir haben's jetzt 18, bestimmt schon 3 Jahre. Okay. Und jeden Tag immer Asthmaspray? Ja, jeden Tag. Mhm. Und wie lange nimmst du schon Synthesit ein? Synthesit nehme ich jetzt seit 20, 25, ich muss grade rechnen, seit 3,5 Wochen nehme ich das jetzt ein. Okay, super. Also mehr als eine Kur, sage ich jetzt mal. Ja, Da hast ja, du ja. schon mehr bestellt. Ne, super. Da habe ich gleich für Vorrat gesorgt und andere Freundinnen von mir sowie meine, Tochter auch, also die sind jetzt alle Synthesit infiziert. Alle versorgt. Ne, super. Alle versorgt, ja. Ja. Ich habe heute grad wieder noch 'ne Bestellung reinbekommen für eine Freundin, die das auch nimmt. Die hatte Gehirnblutung, das ist aber auch schon 7, 8 Jahre her, und Mhm. hatte hier Sensibilitätsstörung. Und das Mhm. ist auch weggegangen durch das Auch weg. Synthesit. Ne, super. Und, magst du etwas über deine Lebensweise erzählen und ob sich da etwas verändert hat? Ob Also, du ich bin ob du dich Single. jetzt ob du dich jetzt, etwas aktiver, bewegen kannst, Ja, dadurch, dass du ja, jetzt, absolut, die Lungen das vielleicht das Lungenvolumen mehr ausschöpfen kannst und besser, atmen kannst? absolut. Wie fühlt sich das an oder magst du es beschreiben? Vorher und Also, nachher das ist vielleicht? ich also, ich merke, also, ich bin sowieso schon mal ein sehr emotionaler Typ, ne? Mhm. Also, ich heule, wenn's schön ist, ich heule, wenn's schlecht ist. Also, das bin ich. Ich bin sehr wie soll ich sagen? Also, ich bin ich zeige meine Gefühle, so. Und, dieses Synthesit, seitdem ich das nehme, also, natürlich nicht sofort in den ersten, zweiten oder dritten Tag, aber so nach 'ner Woche, 14 Tagen habe ich gemerkt, dass ich viel vitaler geworden bin.
und ich bin so gut drauf. Meine Freundinnen sagen schon immer: „Was hast du genommen? Was ist mit dir?“ Ich sage: „Ich habe so ein positives Lebensgefühl, das ist ganz unglaublich. Wahnsinn. Und, Gut drauf, ich kann mich gut bewegen, bin nicht mehr außer Puste. Ganz super.“ und gibt es bestimmte Dinge, die du jetzt wieder machst oder die du neu angefangen hast zu machen oder dein Alltag sieht der jetzt anders aus? Im Prinzip habe ich nie aufgehört, irgendwas zu machen, weil ich mich, dadurch habe nie einschränken lassen. Okay. Aber es ist also, man ist agiler irgendwie. Also, ich denke mir: „Ne, jetzt machst du das mal. So, jetzt stehst du auf und machst du das mal“, weil früher bin ich dann auch oft mal sitzen geblieben und denke: „Ah, machst du morgen, machst du morgen.“ Aber das ist überhaupt nicht mehr. Also, ich bin total vital und ich bin total gut drauf und ich freue mich, wenn ich Menschen mitziehen kann, die dann auch Positives berichten. Also, das ist total irre. Schön, das freut uns. Und, deine ja? Ich muss mal eben husten, das muss ich zwischendurch. Ich drehe mich mal eben weg, ja? Okay. Ist das okay, oder? Ne, ne, kein Problem. Das ist leider so bei dieser Krankheit, aber es ist wesentlich besser schon geworden. Mhm. Also aber manchmal ist es so. Jetzt vom Reden hat man natürlich dann auch 'n trockenen Mund und es ist sehr Ja, heiß draußen und ja. darum trinke ich jetzt 'n Schluck Kaffee Super. Okay, und jetzt ist gut. toll. Und wann nimmst du, Synthesit immer ein? Ich nehme morgens auf nüchternen Magen und Mhm. abends, bevor ich ins Bett gehe, Okay. jeweils eine Tablette. Hast du das immer so gemacht oder hast du 'n bisschen ausprobiert, was für dich am Also, besten ich ist? habe am Anfang habe ich nur eine genommen, weil man ja 'n bisschen haushalten wollte, aber dann habe ich Mhm. eben halt die Erfahrungsberichte gelesen und ich habe auch 'n guten Freund, der Jürgen Wörmer, der mir das auch noch mal supergut erklärt hat, nämlich was es überhaupt ist. Denn ich bin natürlich raus und habe gesagt und die Leute haben gesagt: „Du siehst so erfrischend aus und was ist los?“ Ich sage: „Ich mache jetzt eine Stammzellenkur.“ Ah, ach „Was? so. Eine Stammzellenkur?“ Ja, ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig erklären, Mhm. aber die haben natürlich gleich: „Oh Gott, ein Rückenmark“ und was weiß ich Ja, was ja. gedacht. „Nein, nein, nein, Mhm. nein“, habe ich dann erklärt und jetzt weiß ich auch, wie's funktioniert. Es ist ja ein Eisenmolekül, was es so in der Natur nicht gibt und künstlich hergestellt wurde, was dazu führt, dass eben halt Hämoglobin gebildet wird und die Aktivierung, oder Neuherstellung um das 2,4-fache erhöht wird. Richtig, ne, super. Und, Das konnte ich allen erklären und das fanden sie auch gut und wie ja. gesagt, also, es ist unglaublich, was das für Kreise zieht. Ja, es ist halt so, dadurch die Herstellungsmethodik, erlaubt halt, dass es der Organismus und der Körper besser absorbieren kann im Vergleich zu anderen oder es gibt ja nichts Vergleichbares auf dem Markt, aber Richtig, wenn man jetzt andere Ergänzungsmittel sich anschaut oder andere Dinge, dann ist das wirklich einzigartig in der Tatsache, dass es vom Körper sehr, sehr gut absorbiert werden kann. Genau. Und deswegen ja, diese hohe Effektivität hat. ja. Richtig. Also, ich werde, wenn ich diese 3 Monate zu Ende habe, dann werde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen und noch mal mein Blutbild untersuchen lassen, denn das Aha. war davor nicht so gut. Mhm. Wollen wir mal schauen, ob das was gebracht hat dann. Gab es da bestimmte Werte, die nicht so gut waren, die du jetzt Also, aus dem Kopf heraus Cholesterin, weißt? Ne. ja, Mhm. Cholesterin ist immer Problem. immer, immer, Okay. immer. Ich habe 'n sehr hohe Leukozyten immer, 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 immer. War auch beim Zahnarzt, habe gesagt, da ist jetzt 'ne Entzündung. Das ist auch so 'n Ding. Ich hatte eine Entzündung im Zahn. So, da kam immer Eiter raus. So, es hat auch gerochen. Und ich gedacht: „Was machst du, was machst du, was machst du?“ Da habe ich aber, schon Synthesit genommen, habe dann die Dosis erhöht und habe dann auch zusätzlich noch mit Sachen gespült und ich komme zum Zahnarzt und der sagt: „Frau Struckmeier, da ist keine Entzündung drin.“ Der hat 'n Röntgenbild gemacht. Der Mhm. ganze Kiefer ist frei, da ist keine Entzündung drin. Das muss Mhm. ja auch an dem Synthesit liegen. Also, wie kann das sonst so schnell weggehen? Mhm. Wenn du in den letzten 3 Wochen das gemerkt hast, dass es weggegangen ist, dann kann das durchaus auch daran liegen, ja. Ja, Genau. total frei der Kiefer, keine Entzündung und es kam wirklich aus'm Zahnfleisch raus. Also, da habe ich Ui, ui, gedacht: „Oh ui. Gott, oh Gott, Mhm. was passiert jetzt?“ Es war hier auch alles angeschwollen, ne? Lymphdrüsen waren alles angeschwollen Mhm. und, das ging dann aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Synthesit, ich glaube, 3 oder 4 Tage genommen, als es anfing mit dem Zahn und mit dem Schmerzen hier. Mhm.
und habe dann aber auch gekühlt und habe dann das Synthesit verdoppelt. Also, ich habe dann morgens und abends eine genommen und nach 4, 5 Tagen ist das weg gewesen. Mhm. Die Schwellungen sind weggegangen und, Schmerzen im Kiefer oder bei der Entzündung, das Ja, war dann auch und ich weg, habe ja? nicht eine Schmerztablette genommen. Mhm. Ja. Habe ich gar nicht zu Hause so was. Ja, ja, ne, besser so. Genau. Und wo befindest du dich momentan in Deutschland? Ich befinde mich 38 Kilometer südlich von Hamburgo, also Von Ha von Hamburg, von in der Hamburg. wunderschönen Lüneburger Heide. Ah, super. Ne, toll. Und, da bist du auch bestimmt sehr aktiv, oder? Sehr. Ich habe einen Garten, ich habe ein Vogelparadies, ich weiß nicht, ich glaube 7 oder 8 Vogelhäuser. Hier sind alle Vögel, ich rede mit denen, also, das ist für mich, also, ich bin absolut in meinem Absolut, Paradies und jetzt noch absolut mit, glücklich. ja, absolut glücklich und jetzt noch mit Synthesie zusammen, also, I'm strong, I'm powerful, I'm healthy. Also, ich fühle mich total, ich könnte Bäume ausreißen. Es ist Wow. unglaublich. Ja. Aber wie kannst du dann gut schlafen, wenn du fühlst dich mit voller Energie, aber kannst du dann auch gut schlafen oder wie hat sich das hast du da was gemerkt? Schlafen ist noch nie 'n Problem gewesen Mhm. bei mir. Ich gehe ins Bett, schlafe ein und schlafe meine 6, 7 Stunden durch und dann wache ich auf, wenn ich wieder ausgeschlafen bin. Mhm. Also, da hatte ich keine Probleme, überhaupt nicht. Hat sich da was verändert durch Synthesit? Oder Ne, das war immer normal? das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wie gesagt, das ist ja nicht mein Problem gewesen. Mhm. Was ich aber hatte, und das war eigentlich auch mein Thema, dass ich auf Synthesit, dass ich gesagt habe: „Okay“, weil da stehen ja auch viele schöne Sachen drin, was es alles bewirkt. Ja. Und bei mir war das Thema Haarausfall. Ich Mhm. hatte also ich hatte also letztes Jahr noch richtig lange Locken und Mhm. auf einmal, ich weiß nicht, woher das kam, fielen mir die Haare büschelweise aus, also wirklich büschelweise. Mhm. Und dann habe ich sie mir abgeschnitten. Ich bin Friseuse, ich mache das halt selber. Habe sie mir abgeschnitten und bin dann irgendwann mit Synthesit angefangen und dieser Haarausfall, der ist tatsächlich weggegangen. Also, es wächst jetzt grade nach. Es ist auch wie Babyhaar, aber es Mhm. wächst jetzt grade nach und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Das stimmt. Gab es da bestimmte Ursachen, warum du Haarausfall hattest oder Nein, das weißt du keine nicht? Ahnung, ich Keine weiß Ahnung. es nicht. Also, ich ernähre mich gut, ich Mhm. trinke keine Milch. Also, ich wüsste nicht, woher das kommt. Psychisch mit Sicherheit, psychisch und Okay. seelisch, ne? Kleines Problemchen in der Familie. So, mit Sicherheit das, aber das hat sich gegeben. Da wo ich habe s nie dicke, viel Haare gehabt, aber sie waren halt lockig und sie waren halt immer irgendwie, sahen sie immer voll aus und ich war todtraurig, Ja. dass mir so die Haare ausgegangen sind, dass ich sie abschneiden musste. Das sind ja meine Antennen. Aber Ne, nun gut, nun habe natürlich. ich mich dran gew bitte? Natürlich, die Haare, das ist für 'ne Ja, Frau ist was sehr Wichtiges. Ja. ja, Ja. aber nun habe ich mich dran gewöhnt und die Leute sagen: „Mensch, das sieht gut aus und du siehst so frisch aus und irgendwie gefällt es mir“ und ja, alles ist gut. Aber das ist mir eben halt auch aufgefallen, dass der Haarausfall extremst nachgelassen hat. 'N paar Mhm. Haare sind immer normal am Tag, das ist Das ganz ist normal, normal. aber so wie vorher ist es einfach nicht mehr. Mhm. Und an der Haut oder an deiner Auch Sehweise, hat sich da etwas auch verändert? an der Haut. Die Haut. Die Leute sagen alle: „Susanne, du spritzt du irgendwas?“ Ich sage: „Nein, ich spritze gar nichts. Ich bin einfach nur draußen, ich trinke viel Wasser und ich nehme Synthesit.“ Synthesit, ja, dann muss ich natürlich erst mal erklären. Doch, es fällt auf. Also, mir fällt es auch auf und meinen Freundinnen und meiner Tochter, die auch sehr unter Kuparose leidet, der fällt es auch auf. Dass die Haut Also, bei ihr selber auch, weil die nehmen das ja auch. dass die Haut straffer geworden ist Ja, oder okay, ja. genau. Aber nur am Gesicht oder am ganzen Körper? Na ja, mit 60, jahrzehntelange Sonnenanbeterin, ich bin ja eher so 'n Sonnenmagnet, gibt es Ja, das ein oder andere Fältchen, das ist schon, aber insgesamt, also, auch so die Haut so am Hals und im Dekolleté, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Das war schön. vorher nicht so schön. Mhm. Und an deiner Sehweise, weil du trägst eine Brille schon immer oder war das Ich trage von Geburt an 'ne Brille, ich mhm, habe Hornhautverkrümmung. Mhm. mhm. Hattest du Ob da sich was da jetzt was tut, weiß ich das nicht. ja, Also, ich bin blind wie 'n Maulwurf ohne Brille. Ich muss auch immer 2 Brillen haben, eine für fern, eine für nah. mhm, okay. Aber das ist eben halt so.
Mhm. Vielleicht tut sich da ja noch was auf lange Sicht gesehen, weil das ist Mhm. natürlich wirklich 'ne Geburtsbaustelle, ne? Okay, okay, verstehe. Ne, super, das freut uns. Aber du wirkst auch sehr, sehr positiv, sehr frisch, sehr mit Ich voller Energie. bin Also, so. das macht Ja, Spaß, mit dir zu reden. ja, ich bin so. Also, Ja. ne, ne, Die auch Leute kommen zu mir und sagen: „Ach Mensch“, ich habe auch den Namen Schubidu, ne, weil die Leute dann sagen: „Ah, man kann schlechte Laune haben und tief unten mhm. sein, aber wenn man mit dir zu tun hatte, dann ist alles wieder Dann ist gut.“ alles Habe ich gestern grad gehabt ja, beim ja, Bäcker, da ist auch so 'ne: „Ah, die Sonne geht auf“, sagt sie: „Jetzt kommt wieder meine Freundin“, weil ich trage auch keine Maske, ich gehe ja nicht mit damit, also habe ich immer mein Lächeln, was ich zeigen kann. ja, Und die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen, weil ich so positiv bin und okay. jedem das Gefühl gebe, dass er perfekt ist, so wie er ist. Ne, super. Also, das ist eine sehr sehr gute, sehr gesunde Einstellung, so ins Ja. Leben zu gehen, ja. Das freut uns. Gibt es noch eine Nachricht, die du an zukünftige Synthesit, Nutzer oder auch die Zuschauer mitteilen möchtest? Ich würde es jedem empfehlen, hundertprozentig jedem empfehlen, weil es ist also unerklärlich klasse, was da passiert. Nicht also, es ist ja 'n Spektrum, das ist ja nicht nur das eine oder das andere. Natürlich hat man seine Baustellen und horcht genau dorthin, aber es ist unglaublich, was diese Synthesit in dieser kurzen Zeit mit mir und auch mit all denen, die das jetzt nehmen, gemacht hat. Das ist toll. Und Russland, I love Russland. Das freut uns. Ne, dann Ja. vielen lieben Dank für deine Zeit Ich danke und euch. ich denke mal, du wirst weiterhin Synthesit nehmen und Auf jeden Fall. wir wünschen dir weiterhin viel Gesundheit und viel Glück Danke, Lisa. in Danke, deinen nächsten Alexander. Schritten. Richte aus und wir bleiben im Kontakt. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch 'n schönen Tag und bleibt gesund. Danke. Tschüss. Tschüss.